Es geht weiter durch den Norden Pakistans. In keinem anderen Land sind die Tage so intensiv und herausfordernd wie hier. Pakistan übertrifft alles, was wir bisher erlebt haben. Aber bis jetzt konnten wir alleine, ohne Polizeischutz reisen, was sich ab heute ändert. Gleich am Morgen entdeckt uns ein Polizeiauto und begleitet uns die ersten Kilometer. 10 kilometer, 12 kilometer restaurant. Okay. And how long you will follow us? Long follow us. Die Kommunikation ist hier nicht ganz so einfach. Wir wollen fragen, wie lange und warum wir jetzt schon eine Eskorte brauchen. Ja, das ist ein bisschen nervig jetzt. Die haben gemeint, die folgen uns alle 3 Tage jetzt bis nach Skardu. Die übergeben jetzt in 15 Kilometern unsere nächste Polizeistation. Aber Freunde von uns, die vor 3 Tagen langsam haben es nicht gebraucht. Da hat niemand was gesagt. Das ist jetzt irgendwie echt nervig. Die verstehen das nicht, sagen halt, ist doch schön und sowas. Aber wir sagen halt, hey, die ganze Zeit ein Fahrzeug hinter uns her und so, das ist ein bisschen... Wir gucken mal, was die nächste Polizeistation sagt. Wir haben eh keine andere Wahl jetzt. Nicht falsch verstehen, wir schätzen die Arbeit der Beamten und weiter im Süden ist eine Eskorte für Touristen vorgeschrieben. Darauf stellen wir uns ein. Aber der Weg nach Skardu gilt als sehr sicher und unsere Freunde, welche hier diese Woche durchgefahren sind, hatten keine Begleitung. Auch die Einheimischen, mit denen wir sprechen, raten uns, dass wir beim Gespräch mit den Polizisten darauf beharren sollen, dass wir nach Skardu keinen Schutz haben möchten. Oh Mann, ich hoffe echt, wir erreichen was auf der nächsten Station. Das ist echt ein Auf und Ab. Jetzt habe ich gerade gefragt, wie lange sie uns noch folgen. Das meinen sie irgendwie 45 Kilometer. Aber ich frage sie jetzt mal, ob ich mit ihrem Boss telefonieren kann. Und die haben gerade gesagt, in 20 Kilometer kommt das nächste Restaurant. Und ich habe brutal Hunger. Ich muss erstmal jetzt eine Jahresration Kekse essen, dass ich wieder normal fahren kann. So, Schlafplatzsuche. Hier ist natürlich wenig Auswahl. Aber hier geht irgendwie eine Steinmauer hoch. Gucken wir mal, was da gibt, oder? Ich bin ziemlich kaputt. Ich habe gesagt, ich will jetzt auf jeden Fall einen Schlafplatz suchen und einfach selber kochen. Die 20 Kilometer bis zum nächsten Restaurant schaffen wir eh nicht mehr heute, bevor es dunkel wird. Und jetzt haben wir hier einen Platz gefunden, wo wir ein bisschen von der Straße auch geschützt sind. Wir verstecken jetzt ja nicht vor denen, sondern überhaupt immer vor Menschen. Vielleicht ist es okay, dass wir jetzt zelten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die hätten uns lieber im Hotel gesteckt. Ja, aber da kommen wir halt nicht mehr hin. Nee, Das mitnehmen ist noch zu lassen weit. tun wir uns nicht. Nein. Wir fragen, hier ist es sicher? Ja, ja. Und ich frage dann, warum fahrt ihr dann mit uns mit? Sie sagt Safety. Dann sage ich, es ist dangerous. Und sie so, nein, 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 kein dangerous. Das ist nämlich das Schlimmste hier für sie, weil der ganze Tourismus aufgehört hat, dadurch, dass ja, die Pakistaner halt so als Terroristen dargestellt werden. Das wusste ich ja gar nicht. Der Tourismus war hier richtig stark von Europäern und von USA und sowas. Da kam 9/11, oder? Ja, Anschlag, Zwillingstürme. und dann war Komplett Ruhe. nichts mehr. Oh Mann, ey. Sie sind gerade vorbeigefahren an uns. Haben uns natürlich nicht gesehen, weil hier sind halt ziemlich gut versteckt in den Felsen hier. Aber uns plagt jetzt so ein bisschen schlechtes Gewissen. Nicht, dass die vom Chef irgendwie Ärger kriegen. Dass sie mir irgendwie an die Straße stellen, Winker, wenn sie das nächste Mal runterkommen. Wir sind gerade schon hoch und runter gefahren. Da kommt er. Echt? Ah, halt mal, ich muss winken. Ja. Guck mal, jetzt suchen sie hinten, schau. Die suchen da hinten, siehst du? Die gucken unter der Brücke durch. Bei der letzten Begegnung mit den beiden Polizisten auf dem Moped haben wir ihnen gesagt, dass uns die Kräfte ausgehen und wir nach 7 Stunden Fahrradfahren einen Schlafplatz suchen werden. Irgendwie haben sie das falsch verstanden, denn wir sehen, dass sie die Straße auf und abfahren und ziemlich sicher uns suchen. Hello, you're looking for us? 20 Kilometer restaurant? No way, no way. We will sleep here. We sleep here. No, no. Yeah. No, we cannot go. I'm too tired to go. We go together police vehicle. Okay. We From want to go restaurant. by bicycle. Where We you stay? Restaurant. No, here. We Here cooked stay. here. Yeah. Oh, why not? Yeah. No. We will. Okay, no problem. Yeah. Okay, relax. Thank you. Thank you. Bye, bye. Ja, wir haben jetzt 10 Minuten diskutiert, aber sie haben eingesehen. Ich habe dann das Bild gezeigt vom Kosovo, wo wir im Schnee schlafen, das zieht immer.
Ja, der hat nur gesagt, wenn es Nacht regnet, dann kommt hier die Flut, aber wissen wir ja. Der nächste Tag. Gestern Abend haben wir noch viel über das Thema Polizei nachgedacht. Die Beamten wollen uns nichts Böses und bekommen auch nur einen Befehl von weiter oben. Aber in einem Gebiet, in dem der Schutz optional ist, entscheiden wir uns für unsere Freiheit. Denn keine Privatsphäre zu haben und durch die Eskorte fast nicht mehr mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, sind für uns Gründe, den Schutz abzulehnen. Auch wenn ich echt nicht gerne in die Schule gegangen bin, es macht mich so froh, dass die hier auch in den kleinsten Bergdörfern hier an der Straße stehen mit den Rucksäcken, mit den Schulheften in der Hand und auf dem Bus warten. Sehr gut. Davon muss man nicht unbedingt ausgehen, in solchen kleinen Orten und sowas. Und schön, dass es hier die Möglichkeit gibt, eine Schule zu besuchen. Bei jedem kleinen Anhalten, sei es Wasser kaufen wie jetzt gerade eben, haben wir ganz viele Interessenten. Hi, hi. Can we go? Ah, we can go. Okay. No problem, okay. No problem. See you. Good. Hungry. We're hungry. Do you have dal? Yeah. Super. Oh, es gibt Dal. Rice, vegetables. Rice? Vegetable? Yeah. Der Mann weiß, was wir brauchen. Super. Oh, ich glaube nicht, wie froh wir jetzt sind, ein Restaurant zu finden. Das hat ja den Himmel geschickt. Can you show me the dal? Yeah. Ah, super. The chicken. No chicken, dal. Vegetable. Vegetable, super. And this is rice. Das Rice. Okay. Perfekt, thank you. Das hier ist das Waschbecken. Wir haben hier heute Reis, Dahl mit Bohnen und Gemüse und wie immer Brot. Ja. Thank you. Das Brot gibt es eigentlich immer dazu. Ist auch schön sättigend, braucht ein bisschen Energie. Was echt toll ist, wenn man hier aufgegessen hat seinen Teller oder fast aufgegessen, dann bringt es schon neues Essen und das wird nicht extra berechnet. Thank you. Das ist quasi im Preis oder im, wie nennt man das, im Service mit drin, dass man einfach nochmal was bringt. Wir geben natürlich ein gutes Trinkgeld, weil er echt freundlich ist und echt lecker ist, aber ja. Normalerweise ist es so. Hier im Restaurant trafen wir zufällig einen Mann, dem die umliegenden Edelsteinminen gehören. Und er wollte uns seinen heutigen Fund zeigen. Krass, das ist alles von seiner Mine, ne? This is a black tourmaline, natural crystal. Wow. Yes. Uns hat man auch schon gesagt, in den pakistanischen Bergen gibt es so ziemlich alles, ne? Da gibt es so viele Edelsteine, Gold auch viel in den Flüssen und überall. Sehr interessant. Und jetzt nimmt er uns mit in seine Mine. Man hört auch ab und zu mal so Minensprengungen, das haben wir heute den ganzen Tag gehört. Und da oben dampft es aus dem Berg raus. Ich denke mal, das ist eine Mine. Da winken sie sogar. Boah, ich will nicht wissen, wie gefährlich das ist, da oben in diesem Loch da zu sprengen.
Da ist eine Mine. Überall diese Löcher am Berg hier, ne? Seht ihr diese weißen Linien in den Felsen? Dieses Gestein holen sie aus dem Berg heraus, denn in diesen Adern befinden sich die Edelsteine. Und in eine der vielen Minen gehen wir jetzt hinein. Einfach so liegt es rum? Wow. Das kannst du nicht ausdenken. Wow. Was für schöne Dinger. Ja. This is lithium. Lithium? Yes, lithium. Ah, das ist Lithium. Lithium, yeah. Ah. Wow. Ich bin gerade echt fasziniert. I visit here many- So, die hat er heute zum Beispiel gefunden. Das rote ist ein Rubin und das Emerald. Emerald. grüne ist hier ein Emerald, also ein Smaragd. Smaragd. Ja, das ist hier ein Smaragd. Wow. Wow, richtig schön. Yeah, this quartz. Yeah, Quartz. yeah. Das ist Quarz. Natural cutting and natural Ah, polish. thank you. Natural cutting and natural polish. Es ist quasi so direkt schon im Stein drin. Das ne? ist schon im Ohne- Stein drin, ja. Ja. Und hat er überall diesen Stein? Yeah, this side big tunnel. Oh, ja. This is a tourmaline. Tourmaline. Ja, das ist dieser schwarze Stein. This is a big tunnel. How long? Just 200 feet. 200 feet. Ja. Okay. Wie alles glänzen im Stein, ne? Das Ja. gibt's da gar nicht. Sparkling everywhere. My engineering. Ah, It's a Engineering. pillar of mining. Ah, Pillars. hier, hier. Pillars, ja. Flower of mica, gemstone. This is a tourmaline. Aber was ist Mica, frage ich mich, ne? Flower of mica. This is Ja. natural. This is my party. Boah, ist das laut. This is also natural movement. Many money given, then glass. No, free of cost. This movement. Da raucht es ein bisschen runter jetzt, ne? Boah, das war gerade so laut, wir haben uns gerade so erschreckt. Das war jetzt richtig cool. Oh ja, das war echt schön. So Begegnungen machen die Reise irgendwie rund, ne? Ja, und denen gehören die ganzen Minen hier und auch das kleine Dorf da unten, hat er gemeint. Er spendet irgendwie, dass die das Dorf finanzieren können, irgendwie sowas. Und auch die Kinder zur Schule gehen können, so habe ich es verstanden. Ja, stimmt. Mhm. Und ich habe ihn den Rubin, den er heute gefunden hat, abgekauft. Den da. Ah, sieht man ihn. Auf jeden Fall echt richtig schön aus. Natürlich noch nicht geschliffen und sowas. Dann kommt erst die richtige Kraft zum Vorschein. Ich habe ihn schon in der Höhle gefragt, hey, was wäre denn das hier alles wert? Und dann hat er so aufgezählt. Da dachte ich schon, okay, den könnte man als Andenken kaufen. Ich wollte immer mal einen Rubin haben und den habe ich jetzt für 20 € abgekauft. Und er meinte halt schon in der Höhle, der wäre außerhalb so 200-300 $ wert. Guter Deal. Nee, ich verkaufe natürlich nicht. Das ist ein schönes Andenken. Richtig cool. Franzi hat gerade gefragt, wo laufen die da lang? Ich habe keine Antwort. Da sind die Leute, da winkt gerade einer auch. Da war gerade die Sprengung. Aber wie kommen die da hoch? Da ist ja nichts. Da ist eine Mine. Wir fragen uns wirklich, wie kommen die da hin? Franzi hat gerade gesehen, dass da irgendein Seil rüber geht. Aber auch noch bis dahin und dann müssen die den ganzen Weg hochklettern. Für uns unvorstellbare Arbeitsbedingungen, aber sicherlich sind die Edelsteine eine sehr wichtige Einkunftsquelle in diesem Tal. Jeder von den Arbeitern war bisher gut gelaunt und wenn sie uns von Weitem sehen, rufen sie uns zu und winken. So heftig. Wir sehen immer wieder auf der anderen Flussseite Dörfer, wie hier zum Beispiel oder da vorne. Und das ist einfach so abgeschieden, ne? Wir wissen gar nicht, wie die auf die andere Flussseite kommen, haben wir jetzt noch keine Brücke oder so gesehen. Und die Verbindung ist einfach nur dieses Ding da oben. Das ist ein Trampelpfad. Mini-Ding, da kann nichts fahren, das geht gar nicht. Da kann man nicht mit dem Auto lang. Und wahrscheinlich wird es auch immer wieder von so Landlawinen oder so zugeschüttet. Ne? Die müssen sich das sicher immer wieder freiräumen. Die bauen die Häuser auch immer direkt hinter einem großen Stein. Das heißt, wenn was runterkommt, dass das Haus nicht kaputt geht. Wir haben auch gehört, vor 100 Jahren war hier gar nichts grün.
Erst wo sie dann halt überall Bäume angepflanzt haben, war überhaupt das Leben möglich, ne? Das heißt, vor 100 Jahren war hier alles grau noch. Da ist sie, die Brücke zur anderen Seite. Wie das Leben hier auf der anderen Seite sein muss. Welchen großen Aufwand man hier betrieben haben muss, mit einfachsten Mitteln Felder anzulegen und Häuser zu bauen. Nächste Polizeisache. Die haben gerade gemeint, dass wir halt zur Polizeistation mitkommen sollen, da schlafen sollen. Und wenn nicht, dann stehen sie Wache neben unserem Zelt. Was auch übelst unangenehm wäre. Ja, es ist hier echt ein sicherer Platz. Wir haben echt was Schönes gefunden. Ich hoffe, die lassen uns jetzt echt. Ja, einen besseren Platz gibt es nicht erst hier. Ja, 15 Minuten Diskussion. Ich habe sie warm gekriegt. Zum Glück hat der eine ein bisschen nachgegeben. Der hat sofort gesagt, ja passt. Ja, der eine hat jetzt die ganze Zeit gesagt, es geht nicht und so. Und ja, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank keine Wache die ganze Nacht. Vermutlich ist es Vorschrift, Touristen vor Steinschlag zu warnen. Aber der Platz war einfach perfekt an diesem flachen Hang. Herunterfallende Steine sind hier ausgeschlossen und dieses Argument hat gestern bei den Polizisten auch funktioniert. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir uns heute in der Früh wiedersehen, um zu zeigen, dass bei uns alles in Ordnung ist. Moin, wie war die Nacht? Schrecklich. Warum? Ich weiß nicht. Diese Polizisten haben uns irgendwie Flausen in den Kopf gesetzt. Deswegen hatten wir beide scheiß Träume. Ja, wir hatten beide so komische Träume, nur von irgendwelchen Anschlägen und so, keine Ahnung. Überfällen und die ganze Zeit, wenn wir irgendein Geräusch gehört haben, sind wir erschrocken aufgewacht. Also es war... Wenn die uns heute noch mal kommen, dann sage ich denen, ne, dass... Wegen euch hatten wir... Wegen euch können wir jetzt nicht mehr ruhig schlafen. Hab ich Jock mit der Klopapierrolle. Du musst keckern, oder? Ja, aber ich darf nicht aus dem Zelt, bevor ich nicht alles gepackt habe. Richtig. Und wie versprochen, heute Morgen kam unser Polizist vorbei. Geht's? Okay. Thank you. Thank you. Ein lieber Typ. Oh. Aber es ist halt, das ist halt der Punkt, ne? Die sind halt sehr freundlich. Und dann musst du halt sagen, hey, wir wollen dich nicht hier hinter uns haben, so als Begleitung und so. Um das irgendwie zu verstehen zu geben, und die sprechen halt nicht so gut Englisch. Aber Ja, ist ein bisschen eine ungute Situation, aber wir haben halt keinen Bock, die ganze Zeit beobachtet zu werden. nee, und bei jeder Pause irgendwo anzuhalten und gefragt zu werden, warum wir jetzt stehen bleiben. Alles gut, das kriegt man schon geregelt. Good morning. Good. Wir sehen gerade das erste Mal eine pakistanische Seilbahn. Also, ja, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Zu jedem kleinen Dorf eine Brücke zu bauen, wäre zu teuer. Deswegen gibt es hier in diesem Tal überall diese Handseilbahnen. Und dann fragte uns der Mann, ob wir vielleicht auch mal damit fahren wollen. Magst du machen, Hans? Wie du magst. Um Himmels Willen! Ist das hier irgendwie... Es knarzt ganz schön, ich weiß auch nicht. Ist das cool? Quasi eine handgetriebene Seilbahn. Oh mein Gott! Was machen wir eigentlich?
Unser Leben hängt am seidenen Faden. Hans, alles gut? Ja, du hast Bretter. Bei mir fehlt ein Brett, Alter. Bei mir ist richtig komisch. Bei dir ist echt komisch. Das war ziemlich cool. Aber Sehr spontan. dieses Brett, was da gefehlt hat, das war ganz komisch, weil man da zum Wasser gucken konnte. Aber Boah. so krass, gell? Die machen das selber mit den Händen und auch er hat uns jetzt quasi rübergelassen und dann wieder zurückgezogen. Er war ganz schön außer Puste. Ja. Ja, aber er hat uns gleich zum Tee eingeladen in seinem Haus da oben. Ja. Das wäre schon cool gewesen, aber wir wollen die Räder nicht hier lassen. Und er ist jetzt auch gerade auf dem Weg irgendwie woanders hin, ne? Nach Skadu wollte er auch. Na da wollten wir ihn auch jetzt nicht aufhalten. Ja. So, hier haben wir unsere eigene Kammer. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir Ausländer sind, Oder beziehungsweise Gäste, oder dass Franzi eben eine Frau ist, wissen wir nicht. Aber es gibt Dahl mit Bohnen. Langsam, nur langsam, haben wir es raus in den Händen zu essen. Das Bohnendahl und diese 5 Brote haben jetzt zusammen 80 Cent pro Person gekostet. Das ist echt crazy. So richtig lecker. Und natürlich haben wir ein bisschen Trinkgeld gegeben, aber gekostet hat es nur 80 Cent. Das hier ist unser letzter Schlafplatz, bevor wir die Stadt Skadu erreichen. Der Herbst in den Bergen Pakistans ist malerisch, aber auch kalt und stürmisch. Wir haben eben erst erfahren, dass es hier irgendwo in der Nähe eine Kaltwüste mit hohen Dünen geben soll. Für uns nicht vorstellbar, wo hier aus dem Nichts eine Sandwüste herkommen soll. Wir sind in Skadu. Die Räder haben wir im Hotel stehen lassen und nach einer Stärkung machen wir uns auf zur Kaltwüste. Auf der Ladefläche vom ersten Auto, das zufällig vorbeifährt, ist hier nach wie vor die beste Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. wir stapsen hier gerade durch die kalte Wüste, die es hier neben Skadu gibt. Und da hinten sind Dünen, da wollen wir hin. Die sind ganz schön groß, ne? Ja, mega. Ja, wir zwei Superhelden haben Sonnenbrillen vergessen. Deswegen läuft die ganze Zeit so rum. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch gar keine Vorstellung, wie es hier ausschaut. Denn wir haben ja erst kurzfristig von der Wüste erfahren und noch keine Bilder davon gesehen. Das ist ja so krass, zwischen diesen riesen pakistanischen Bergen dann sowas zu haben. Boah, das wird eine Tour da hoch. Lässt sich nicht gerade einfach gehen. Verrückt. Das ist so verrückt, dass wir hier in Pakistan sind. Ne, es ist wirklich eine Wucht. Es ist eine Wucht hier. Das hätte ich nicht gedacht. Und einfach so eine Wüste mittendrin, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, so eine Landschaft hat man noch nie gehabt.
die Dünen. Und es ist vor allem so lustig, drauf rumzulaufen. Zwischen den höchsten Bergen der Welt eine Wüste. Was es nicht alles gibt. Dieses Tal liegt nämlich zwischen zwei massiven 8000er Bergen. Der zweithöchste Berg der Welt, K2, ist nur etwa 100 Kilometer entfernt und der Nanga Parbat 80 Kilometer, zu dem wir aber noch nah heranfahren werden. Was für eine Wucht, hier oben zu stehen. Ein unglaublicher Ort. Zurück ins Skardu. Für mich ging es mal wieder zum Barber. Die Chancen stehen immer so 50-50, dass ich den Haarschnitt bekomme, den ich versuche zu beschreiben. Ist es wieder soweit? Ja, und er spricht kein Englisch, das heißt, ich kann ihm auch nicht sagen, was er machen soll. Gar nicht so übel. Hat er gerade eine halbe Stunde rumgedoktert. Am Ende gab es eine Kopfmassage. Echt? Da warst du schon weg. Ja. Oh. Ganz süß eigentlich. Und es kostet umgerechnet 1,60 Euro. Was? Hast du 500 bezahlt, oder? Ja, ich habe das Doppelte gegeben. Ja. 1000, das ist ja trotzdem voll wenig. Keine Ahnung, ich mag das irgendwie zum Barber zu gehen und so ein bisschen rumdingsen lassen. Was hier ziemlich krass ist, ist, dass es eigentlich sehr selten Strom gibt den ganzen Tag lang. Ne? Also wir haben jetzt mal nachgefragt im Restaurant, er meinte 2 Stunden am Vormittag und ungefähr 4 Stunden am Abend. Dazwischen muss man halt mit Generator irgendwie was machen, aber 1 Liter Benzin kostet hier, ja, $1, glaube ich, was ja übel viel ist hier, ne? Ja, Inflation ist krass am Steigen. Ja. Ist halt für uns auch krass, ne? Wir kriegen halt die Powerbanks nicht voll. Wir haben voll auch Strommangel hier, ne? Also im Gegensatz zu den Leuten ist natürlich weniger schlimm für uns, ist klar, aber trotzdem, wir können irgendwie jetzt gerade keine Videos so richtig machen und Drohne laden ist immer so, hä? Was ist Priorität? Gerade Handy hier oder Drohne oder Kamera? Ja. Ja, ich kann gerade auch nichts am PC machen, weil kein Strom. Schon irgendwie heftig, was die hier für ein Leben haben, ne? Also ohne Strom. Und ich will euch mal zeigen, in der Stadt laufen ständig Ziegen und Kühe rum, sieht man immer irgendwo. Da sind Ziegen. Ich wette, ich finde eine Kuh irgendwo. Ah, da ist schon eine. Da unten. Das ist irgendwie lustig, ne? Mitten im Verkehr laufen immer irgendwelche Tiere rum und das ist halt ganz normal so, die werden halt umfahren und wenn eine Kuh über die Straße läuft, dann halten halt die Autos und hupen die blöd. Und, das ist und hier ist die Kuh noch nicht heilig, ne? Eben. Hier darf man sie überfahren. Hier darf. Come on. Wir brechen wieder auf. Den Karakorum Highway haben wir bereits in Richtung Skardu hinter uns gelassen und wollen über einen Umweg über ein Plateau auf über 4000 Meter Höhe fahren. Was wir hier noch nicht wissen, es wird das riskanteste und unglaublichste Abenteuer, auf das wir uns je eingelassen haben. Aber dazu später mehr. Also Skardu liegt ungefähr auf 2200, wenn wir gestartet sind gerade. Und das Plateau ist auf 4100, 4200. Also knackiger 2000 Höhenmeter Berg. Kann man mal machen. Das geht ja schon mal gut los mit der Steigung. Bin ganz schön am Verrecken hier. Soll jetzt circa 38 Kilometer so gehen. Das war motivierend. Super motivierend. Da vorne ist das letzte Restaurant auf der Strecke. Das heißt, morgen werden wir kein Market oder Restaurant mehr haben. Wir haben zum Glück gerade in Skardu noch einen riesen Beutel eingekauft, also 1,5 Kilo Nudeln. Ja, ein paar Kekse und sowas, also dass es für 2-3 Tage reichen sollte. Aber wir freuen uns jetzt erstmal auf was zu essen hier. Und hoffentlich können sie uns ein paar Brote mitgeben. Schaut gut aus. Was ist denn das Zeug da? Das
Makora, wie das heißt. Makora. Ich glaube, das ist in Kichererbsenmehl gebratenes Zeug. Ich weiß nicht, was drin ist. Gemüse. Die haben jetzt kein Brot mehr hier oben. Sie haben gesagt, es gibt zumindest Gardou. Hatten wir eigentlich darauf gehofft, dass wir hier noch was finden. Der holt uns hier gerade ein paar Walnüsse runter vom Baum. Direkt hinter uns der gelbe Baum. Macht sie auf. Und dann essen wir frische Melonen. Was war denn das? Ich weiß nicht, ich war sehr erstaunt über das, was du gesagt hast. Thank you. Der Weg zum Deosai-Plateau ist offiziell geschlossen, haben uns die Menschen in Skardou gesagt. Der letzte Polizeicheckpoint wird uns nicht mehr durchlassen, da ab Oktober zu viel Schnee auf dem Plateau liegt. Wir waren sogar heute Morgen extra in einem Büro für diesen Nationalpark und haben 1 Stunde Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die Verantwortlichen haben uns letztlich grünes Licht gegeben, aber das letzte Wort hat der Polizeicheckpoint. Wir wollen es unbedingt, egal wie, zu dieser Hochebene schaffen und uns selbst ein Bild davon machen. Ist das nicht traumhaft schön? Jeden Tag aufs Neue. Pakistan nimmt mich so mit. Ist doch ein Traum, oder? Unglaublich. Ich bin gerade einfach nur so happy. Es ist so schön hier. Ich bin so froh, wieder auf dem Rad zu sein. Es fällt uns jetzt immer öfter auf, wenn wir mal Pause machen oder so. Jedes Mal, wenn wir wieder auf dem Fahrrad sind, wir so, oh, endlich wieder Fahrrad fahren. Richtig schön. Und ich bin auch so glücklich, weil normalerweise bringen mich halt so steile Strecken sehr aus dem Gleichgewicht, würde ich jetzt mal sagen. Und diesmal kann ich es einfach so richtig genießen und auch wenn es anstrengend ist, ist es einfach so schön. Ich bin so glücklich, das machen zu können. Jetzt bin ich echt gespannt, was die Polizei sagt, ob die uns durchfahren lässt. So, wir sind jetzt hier bei dem Polizeiding, beim Einlass vom Nationalpark quasi. Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Yes, wir sind durch. Das ging einfacher als erwartet, aber nur, weil wir in diesem Office waren. Dass wir da ein Telefonat führen konnten. Und durch unsere Überredungskünste sind wir jetzt durch. Oh, mir fällt gerade so ein Stein vom Herzen. Ja. Weil ich will das hier unbedingt, oder wir wollen es unbedingt. Oh. Salam alaikum. Es hätte genauso gut nicht funktionieren können. Es war wirklich eine 50-50-Sache. Ein Kumpel von uns musste gestern noch mit dem Truck fahren und heute können wir durch. Das ist echt richtig Glück gehabt. Wir sind mir ziemlich sicher die Letzten, die hier dieses Jahr durchkommen. Ja, danach kommt der Winter. Es lohnt sich halt einfach, hartnäckig zu sein. Das kann man auf ganz viele Lebensbereiche irgendwie übertragen. So, ohne zu fliegen, hier zu sein, das war auch so ein heftiger Aufwand, einen rum georganisiere. Und ja, ich habe auch schon überlegt, wenn der Nein sagt, dass ich den Polizisten $50 zustecke. Also, mir war jetzt gerade irgendwie jedes Mittel recht. 90% von den Menschen, denen wir erzählt haben, dass wir hier auf dieses Plateau wollen, haben gesagt, nee, es ist geschlossen, das geht nicht mehr. Da hat es schon geschneit. Keine Chance, dass ihr da hochkommt. Braucht ihr gar nicht probieren. Und wir haben uns gedacht, wir wollen es trotzdem probieren. Der geht voll im Zickzack hoch. Brutale Steigung. Und Franzi ist voll schwindelig. Ja. Wir wollen gerade eigentlich einen Schlafplatz suchen, aber ja, hier gibt es halt fast nichts Flaches. Keine Ahnung. Ist das eine dumme Idee, in der Schleuse zu schlafen?
Wir haben Wind geschützt. Aber wenn hier Wasser kommt, dann saufen wir ab. Oder hier, weil die Luke ist zu. Keine Ahnung. Hier gäbe es sogar eine Leiter runter. Boah, wurde gerade echt alle, keine Ahnung, 200 Meter so schwindelig, dass ich erstmal stehen bleiben musste. Ich merke es immer noch ein bisschen, wie es dreht. Es ging halt wirklich nur eine Kante hoch. Oh, das war echt die ganze Zeit voll Druck, weil anders geht's nicht. Wir sind halt nur auf 3000 und wir müssen auch morgen auf 4000 hoch. Jetzt meine Idee. Ich glaube, also ich dachte erst eher so Spaßidee, aber guck mal, das ist wirklich eine Schleuse. Da sind wir halt windgeschützt, ne? Ja, aber wenn da Wenn es Wasser halt regnet, ja. Naja, wenn die irgendwas aufmachen, wo. Weißt du? Ja. Das ist verrückt, ne? Das ist, glaube ich, zu riskant. Ja, das Ding ist, guck mal, wenn Wasser wirklich kommen sollte, fließt es da runter und da durch, weil das Tor ist leicht geöffnet. Aber das da unten ist ganz zu. Entweder da halt irgendwo rein oder hier sind wir trotzdem einen halben Meter erhöht. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas öffnen, das gleich brutal, also ja. Ja, oder wir müssen weiterfahren. Es schaut echt nicht mehr aus, als wäre es irgendwie in Betrieb. Auch das Ding kann man nicht bewegen. Das ist komplett verdreckt und zugedingst, also geht gar nicht mehr. Boah. Ich glaube, da schlafwandel ich oder krieg richtig üble Träume mit irgendwelchen Fluten. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das zulasse. Ne, wegen mir können wir weiter, aber du scheinst mir sehr kaputt, also sehr schwindelig ist es ja irgendwie gerade nicht so cool. Lass mal um die Ecke gucken. Da unten, ne? Da unten ist die Schleuse. Das heißt, wenn es richtig viel regnet oder halt der Wasserpegel irgendwie steigt von dem Fluss, fließt das da durch. Aber ich glaube, ich sehe, dass da unten das Tor zu ist. Ich gehe mal hin. Ja. Die Schleuse ist fast zu. Sonnenspalt offen. Ich glaube, das Risiko ist sehr, sehr gering, weil in der Nacht sinkt der Wasserspiegel immer, weil am Tag halt oder am Abend am meisten Schmelzwasser runterkommt. Ja. Ui. Was war denn das? Das sah aus wie ein Meerschweinchen. Oder irgend so ein Otter oder was. Ich habe keine Ahnung, was das war. Es sah aus wie ein Otter. Aber an der Höhe? Keine Ahnung. Ich hätte es euch gern gezeigt. Also, Entscheidung? Wir bleiben hier. Okay. Wenn die Chefin das sagt, schlafen wir mal in der Schleuse. Nehmt euch da aber nicht ein Beispiel an uns. Im Normalfall ist das dumm, was wir gerade tun. Aber ja, wir kennen die Wetterprognose. Wir kennen das Anfang vom Ding. Wir wissen, dass die Schleusen nicht öffnen. Und dass in der Nacht oder am Abend eher das Wasser zurückgeht. Also macht das trotzdem nicht. Es ist quasi nur eine Notlösung, weil wir heute halt nichts mehr finden. Ah. Erschwerte Bedingungen. Die beste Sache ist einfach, dass wir die Nacht windgeschützt sind. Ja. Das ist echt ein Fakt, der unterschätzt ist. Das ist echt cool. Wow. Guten Morgen. Morgen. Wie war die Nacht? Ging schon. Ja, während der Kälte ging es ganz gut. Man hat ganz schön Rascheln gehört, wie man jetzt gerade hört. Obwohl wir hier in diesem Ding sind. Da sind wir eigentlich echt froh, windgeschützt zu sein hier. Hat ganz schön gestürmt die Nacht. Wir haben hier Haferflocken. Noch von Tadschikistan, wo immer noch
Getreidekäfer rauskrabbeln. Aber wir finden sonst keine Haferflocken mehr. Ja, und ganz viele Mandeln und Cashews für die Energie. Und wir haben was in Skadu gefunden. Erdnussbutter. Die werden wir jetzt so löffeln. Ja, wir haben kein Brot gefunden. Ja. Auf geht's. Aber es ist arschkalt. Oh ja. Handschuhe, Downjacken. Da hoch geht's. Wir sind hier eigentlich ganz allein die ganze Zeit. Die einzigen Menschen, die wir sehen, sind also Arbeiter, die hier an den Wänden entlang wandern, um Feuerholz zu sammeln von diesen Büschen. Und hier war gerade ein Schild vom Schneeleopard. Also da oben scheint es wohl auch noch Schneeleoparden zu geben und Bären gibt es auch. Ja. Wäre schon cool, wenn wir welche sehen könnten. Also ich bin ja immer Team, hoffentlich sehen wir keine. Und Hans macht teilweise irgendwelche komische Geräusche, weil er sagt, er will die Bären anlocken. Das sieht meine Mutter. Ja genau, so hast du gestern die ganze Zeit gemacht. Ganz schön der Ofen aus, ne? Total. Wirklich jeder Tritt ist so schmerzhaft für mich. Unsere Etappe ist heute 14 Kilometer. Denkt man jetzt, oh, ist ja echt wenig. Aber es sind halt 1000 Höhenmeter auf meisten Schotter. Und ja, an der Höhe, ne? Das Gute ist, wir haben den ganzen Tag Zeit. Ich glaube, wir kriegen das irgendwie hin. Wir kochen jetzt. Haben auch gerade festgestellt, wir haben nicht genug Wasser. Jetzt muss ich da runterlaufen zum Bach und ja, Wasser holen. Und auf 3600 sind wir gerade. Lässt sich jemand nicht ganz so einfach kochen. Dann dauert es immer ewig. Deswegen überlegen wir gerade, ob wir die Spaghetti machen oder die Instant-Nudelsuppe. Ich nehme die ja zur Suppe. Suppe? Ja, ist halt nicht so gehaltvoll, gibt nicht so viel Energie, aber es kocht wenigstens. Ja, Nudeln in der Höhe kochen ist, weil das Wasser halt nicht so heiß ist, werden die halt so schleimig, weil außen werden die halt durch, aber innen halt nicht. Ich gehe mal Wasser holen. Aber wie komme ich hier runter? Sau steil. In solchen Gebieten, wo kein Schwein ist, darf man mal keinen Scheiß machen. Ah, da drüben geht es vielleicht ein bisschen besser. Da dann. Ist das hier rutschig. Ja. Es ist super klar. Da brauchen wir keine Angst haben. Boah, das war so anstrengend. Während das Süppchen gleich kocht. Fährst du weiter? Als ob. Fliegen ein bisschen mit der Drohne rum.
habe nichts zu tun. Vor allem, um mir zu sagen, wie steil die Strecke dann wird. Ja, das Ding dient zur Beruhigung oder... Nee, wenn steil wird, sage ich es dir nicht. Wenn es flach wird, sage ich es dir. Dazu dient die Drohne. Guten. Wie ein richtiger Pakistaner. Junge, das sind steile Kanten. Wie es da schon wieder in der Felswand hochgeht. Boah. Ach du heilige Kuh. Da geht's ein bisschen hoch. Alter Schwede, im Zickzack. Jetzt wird's kalt. Jetzt sind wir im Schatten und fast auf 4000. Boah, das wird knackig. Ach, guckt euch das mal an, alter Schwede. Das ist ja brutal. Und plötzlich kam da aus dem Nichts ein LKW, welcher vermutlich den Militärstützpunkt auf dem Plateau mit Öl versorgt. Diese Chance wollte ich nutzen, weil ich echt am Ende meiner Kräfte war. Franzi fährt jetzt im LKW mit. Das letzte Stück da hoch, das ist zu brutal. Hoffentlich überlebt das Fahrrad. Wir transportieren irgendwelche Ölfässer und haben es einfach reingelegt. Ja. Aber Franzi ist sehr müde. Es war halt wirklich schon brutal kräftezehrend. Und das Ding da, das hat es richtig in sich. Das knallt jetzt hoch. Das ist zwar echt nur ein pupsiger Kilometer, wo sie mitfährt. Aber wenn die Kräfte weg sind und dann so ein Ding hier kommt, war gerade richtig guter Zufall, dass die kam. Puh. Glück muss man haben. Ja, ich dachte, jetzt seien wir schon oben, aber es dauert wohl noch ein bisschen, bis wir auf dem Plateau sind. Ich hoffe, der Hans dreht nicht durch oder so. Da muss die ganze Strecke echt fahren und das ist echt, ja, sehr schlechte Straße, würde ich sagen. Mal gespannt, wie lange er dafür brauchen wird. Was? Was? Wow. Das schaut ja so cool aus. Was? Boah. Das muss ich erstmal sacken lassen. Da ist das Plateau. Und da ist so ein Häuschen, wo wir heute drin schlafen sollen. Weil wir haben den Deal ausgehandelt mit den Rangers hier, dass wir im Hotel eine Nacht schlafen, bevor wir übers Plateau fahren und uns halt melden. Deswegen müssen wir heute hinkommen. Das war das Ding heute eben. Wir hatten eben gar keine Lust, dass morgen irgendwie ein Einsatz wegen uns ist. Irgendwo ein Suchtrupp. Ihr merkt, meine Wortwahl ist hier oben schon ganz schön eingeschränkt. Diese Aufnahme hatte ich sogar ein paar Mal versucht, da mir oft nicht die Wörter eingefallen sind. Auf 4000 Meter macht sich die Höhe eben bemerkbar. Yes. Ah, ich glaube, ich bin oben.
Was ein Tag, was ein Anstieg. Aber meine Frage ist jetzt, gibt es da irgendwo eine Straße über das Plateau? Weil alles komplett weiß ist. Also klar gibt es eine Straße, aber ist die auch bedeckt? Man weiß es nicht. Ich glaube, das ist unser Hotel, von dem die Rede war. Hotel. Geil. Yes. So, das ist unser Schlafplatz für die Nacht. Oh, ein Ofen. Ein Ofen. Oh. Nichts Schöneres wünsche ich mir gerade als ein Ofen. ...23 Länder. Und bisher ist alles irgendwie gut gegangen. In einer aussichtslosen Situation zu sein und niemand weit und breit, der uns helfen könnte. Das Gefühl von Freude und Angst liegen hier oben nah beieinander. Absolute Katastrophe. Der riskanteste Abschnitt unserer Reise steht bevor.